Ein neues Gesicht im El Paraíso Verde. Rainer, wie kommst du auf die Idee, dir das El Paraíso Verde anzuschauen? Die Idee kam daher, dass ich 2015 mal ein Interview gesehen habe von dem Erwin Annau mit dem Robert Stein. Und das hat mir sehr gefallen, dieses Interview, und ich fand das sehr mutig, was er erzählt hat, der Erwin. Und da wurde ich ein bisschen neugierig darauf, auf das Projekt, und habe dann auch ein bisschen recherchiert, weil ich kannte das Land hier ja schon seit 2003. Meine Mutter ist hier schon nach 1986 migriert, ne, und hat hier also lange Jahre glücklich gelebt. Gott hab sie selig. Aber sie ist alt geworden hier, 83 Jahre, ne, Ja. und war bis zum Schluss glücklich in diesem Land auch. Ja. Wir haben momentan so etwas wie, ich spüre so eine Aufbruchsstimmung irgendwie in Paraguay. Hier hat sich die letzten paar Jahre so einiges verändert. Straßen, Super Says, große Einkaufscenter. Und ich stelle mir immer die Frage, Mensch, wie war das denn vor 20 Jahren noch? Das wisst ihr ja noch, ne? Ursprünglich, ganz ursprünglich. Also auf der Route hätte man die Nacht schlafen können, da wäre man nicht überfahren worden. Heute in der Nacht alleine 400 LKWs mindestens. Dann die Motorräder dazu und alles. Ne? Nein, das ist eine Explosion, die hier stattgefunden Ja, hat. ganz kurz. Habt ihr noch die Bäume gesehen? Gab es da noch mehr Bäume oder waren die auch schon weg? Also das muss ich sagen, ist mir im Flugzeug im Anflug aufgefallen. Also als ich 2003 wegflog, war Paraguay noch ein Flickenteppich von Feldern und Wäldern. Und als ich wiederkam im Jahre 2009, war ich erschrocken, wo die Wälder sind, und habe nur ein Meer von Grün gesehen, also ein Dunkelgrün, das Grün der Sojafelder. Und da hatten schon brasilianische Bauern riesige Flächen aufgekauft und die mechanisiert. Oh, wie schrecklich, ne? Ja, das war nicht gut anzusehen. Ja. Ne? Und dann habe ich noch eine Frage. Deutschland und Paraguay, das ist ja mal ein Unterschied. Das sind zwei Welten. Und deine Mama, die hat sich gesagt, ich gehe mal nach Paraguay? Also, Ja. die kam mit dir, mit den ganzen Lebensumständen klar. Damals, ich sag mal, die Straßen allein oder einkaufen gehen. Alles, was man in Deutschland mal eben sich bestellen kann. Ja. Das ist ganz einfach. Meine Mutter hat einen Pioniergeist gehabt, sowieso. Ne? Schon immer eine Frau gewesen, die auch der Natur nah war, die gerne im Grünen hat leben wollen, aber konnte das in Deutschland nicht realisieren. Und die da auch damals schon 1986 immer zunehmenden Vorschriften, sie war selbstständig und war die Gängelei einfach satt. Damals schon? Damals schon, ja. Das ist nicht nur seit heute so, sondern das gab es damals auch schon für Selbstständige. Denen wurden immer neue Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und so ist das Niveau ja immer gesteigert worden. Und sie war damit auch schon fast am Bankrott, weil die Kosten immer stiegen im Verhältnis zum Umsatz, der nicht steigerbar war in der Gegend jetzt. Dann hat sie eben den Entschluss getroffen, nö, es ist Schluss. Und ich habe noch einen Bruder, der das Land schon kannte, seit 1968. Da ist er das erste Mal hier durchgefahren, hatte eine Panne, und da wurde ihm hier sehr gut weitergeholfen, und da war er so erfreut darüber, dass er sich um nichts kümmern musste. Die Paraguayer, ne? Ja, ja. Und haben noch nicht mal dafür was haben wollen. Die waren noch beleidigt, als er ihnen was geben wollte. Und das zur damaligen Zeit. Ich hatte das Gleiche. Mir war ein Reifen ist mir kaputt gegangen. Der hat sofort einer angehalten, der hat mich beiseite geschubst, so ein bisschen, das mich mal so. Ne? Ja, Ist ja. so, ne? Ja, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich bin hier mit dem Motorrad 7000 Kilometer durchs Land gefahren, ohne irgendwelche Sicherheiten, ne? Wirklich durch die ärmsten Gegenden sozusagen. Also in Deutschland würde man sagen, oh Gott, da gehe ich niemals hin. Ne? Anderes Beispiel, ich steige in einen Bus ein. Also das war damals ja noch ganz einfach, stellst dich an die Straße, Arm raus, hält der Bus an, gehst da rein, wird dir alles abgenommen, Sitz zugewiesen, und dann konntest du erstmal zur Ruhe kommen. Dann kam irgendwann der Kassierer, hat gesagt, was kostet. Ich nehme das Geld aus der Tasche, bezahle das. Das waren damals, was waren das höchstens 10, das waren noch nicht mal 10.000, ja, das waren 8.000 Guarani, genau. Gebe ihnen 10.000er hin, und dann wechselt, steckt das wieder in die Tasche. So, und dann war ich froh, glücklich, denke mir, alles gut, und plötzlich tippt mich von hinten einer an die Schulter an. Ich strecke mich um und erschreckt mich. Also in Deutschland würde ich sagen, mein Gott, was ist das für ein drogenabhängiger Typ mit langen Haaren, und der sah so wirklich zugeknallt mit dicken Augen so aus. Denke mir, oh Gott, was will der jetzt von dir? Erster Gedanke, der will irgendwas von mir haben, Geld oder was weiß ich. Nein, da ist er ganz freundlich und fragt, ob es sein könnte, dass ich vielleicht 10.000 Guarani verloren habe. Ich denke, oh,
gucke, ja tatsächlich. Oh toll, da hast du eine tolle Erfahrung gemacht. Ja. Ne? Wie ist das? Also es ist, ich sag mal, die Leute kommen jetzt nach Paraguay und kommen ins El Paraíso Verde. Die kommen in, alles ist gemacht, hier ist ein Hotel, hier kannst du einkaufen gehen, hier hast du alles. Ne? Ja. Und die haben vor allem auch Schutz. Wir haben ja hier vorne Ja, das ist hier nicht Paraguay, das hier ist Alemannia I, würde der Guarani sagen, Klein-Deutschland. Der Grund, warum ich jetzt an dieser Infoveranstaltung leider nur 2 Tage teilnehmen kann, ist, dass ich schon ein Grundstück hier in Paraguay habe. Das habe ich schon im Jahr 2013 erworben und bewirtschafte das immer so peu à peu. Mein Bruder lebt bei mir in der Nähe, deswegen ging das. Da waren nur Bäume drauf. So, jetzt will ich aber mit meiner Rente nach Paraguay gehen und hier auch bleiben. Das habe ich soweit dann vorbereitet. Jetzt habe ich aber auch schon ein Haus auch stehen und habe auch Güter da. Habe meinen Container dahin gebracht, meine Maschinen und so, das ist in Paraguay. Und ich bin derzeit hier auch auf Besuch da, auf meinem Land, klar, und bereite das soweit vor. Aber ich kann das Land nicht mehr verlassen, ich kann da nicht runtergehen. Da muss jemand drauf leben, ansonsten sind diese Dinge nicht sicher. Die kriegen Beine, wie man hier so sagt. Ne? Ich wohne unter Paraguay, kann man sagen. Mein rechter Nachbar sind Deutsch-Brasilianer, die aber, ich sage immer, schon recht verwildert sind, so gesehen. Also sie sind an die Sitten des Landes angepasst, sprechen aber auch noch Deutsch, sind auch nette Nachbarn, will ich gar nichts drauf kommen lassen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Lehrer an der Schule, der da aber auch schon pensioniert ist, aber der ist selber nie auf seinem Land, der hat da auch nur Verwaltungspersonal, was eben aufpasst, auch da. Ne? Also das geht nicht. Wenn der keiner wäre über Nacht, dann wären seine Rinder weg. Okay. Als deine Mama damals gekommen ist, dann musste sie auch immer zu Hause bleiben, oder wie? Zu der Zeit war das noch anders. Also das Land hat sich in der Hinsicht auch verändert. Ich meine, es liegt schon im Charakter des Volkes, der Guarani, die unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum nicht, weil sie kennen nur Besitz. Eigentum ist denen fremd, also wenn du nicht da bist, dann brauchst du das auch nicht. Und wenn du was überzählig hast, dann hast du es überzählig. Wenn du 2 Fahrräder hast, brauchst du nur eins, kann doch nur auf einem fahren. Ne? Die meinen das gar nicht mal böse oder verbrecherisch, ne? Ja, Das ist Einstellung oder was? Ja, das ist einfach die Einstellung. Die sagen, er hat genug, mir fehlt's, also nehme ich es mir. Das ist für die ist das nicht so wie für einen Deutschen, ein Diebstahl in dem Sinne. In der indianischen Volksseele ist hier wird ihnen dann viel Urkommunismus zugesagt. Ja. Wie würdest du das vergleichen mit Deutschland im Großen und Ganzen? In den Städten ist es ganz anders. Also gerade rund um die Bahnhofsviertel und sowas, das ist schon wesentlich unsicherer geworden. Ja, das wird immer schlimmer, ne? Ja, und Frauen, einzelne Gruppen in der Nacht, auch selbst in Gruppen werden die schon belästigt. Also was man da jetzt leider immer wieder so hört und lesen muss, wo dann auch nicht mal die Tätergruppen genau genannt werden und nichts getan wird, dass da mal dieser Sumpf ausgetrocknet wird, das macht mir schon Angst und Bange, muss ich sagen. Verschleiert. Ja, es wird verschleiert, tatsächlich, ja. Also dann kann ich mir denken, dass du hier bist, auch es wird ein großer Punkt sein für dich, Sicherheit. Das ist ein großer Punkt. Ich muss da im Moment einiges für aufwenden, um diese Sicherheit zu erzielen. Mit ein bisschen mehr Vorlauf kann ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber es kostet Geld. Ich muss selber dann viel dafür aufwenden, um die Sicherheit zu erzielen. Und das ist in einem solchen Gemeinschaft hier natürlich wesentlich besser. Ein anderer Punkt ist natürlich auch für mich, dass man hier einen geistigen Austausch hat, den man, wenn man draußen irgendwo wohnt, nicht so hat. Für mich war eine Herausforderung, diese Kultur hier kennenzulernen, auch die Indianerkultur und auch die Einheimischen, die normalen Paraguayer kennenzulernen und auch die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Kenne ich jetzt auch schon ganz gut und sehe das auch von der Seite, diese Gespräche, die ich hier führen kann, kann ich sonst in Deutschland nicht führen. Also nicht in Paraguay nicht führen. Und das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt, mich hierfür zu interessieren, für das Projekt. Ich finde es spannend, was der Erwin und was die Silvia hier so auf die Füße gestellt haben in den Jahren. Ich weiß, wie schwierig das ist. Was ich dazu sagen wollte, wenn du 2015 oder 17, wann bist du darauf aufmerksam geworden? 2015, das erste 2015? Mal. Ja. Dann bist du ja schon ewig erwacht, sage ich mal. Ne? Ja. Und wie schwer ist es denn da jetzt, sich mit jemandem zu finden, der ähnlich denkt wie du? Schwierig, ganz schwierig. Ja. Ne? Wenn man sich unterhält mit Leuten, hört man eigentlich immer nur Phrasen, die irgendwo anders gedroschen wurden. Und wenn man dann hinterfragt, dann wissen sie nicht, was sie da wirklich reden, sondern sie wiederholen nur was ein anderer gesagt hat. Die können nicht mehr kombinieren, ne? Nein,
Das ist ganz schlimm. Ne? Das ist aber auch fast durch alle Bevölkerungsschichten in Deutschland jetzt Durchschnitt, die können nicht mehr kombinieren. Ich weiß nicht, ob es am Schulsystem liegt, dieses Multiple-Choice-System oder was, da braucht man nur noch anzukreuzen und dann Ganz natürlich genau. die ganze moderne Technik, dass die unterstützt so, dass das eigene Denkvermögen wahrscheinlich darunter leidet. Das ist eine Degeneration. Die werden nicht mehr zur Selbstständigkeit erzogen, ist meine Meinung jetzt. Oder? Gut, jetzt bist du 2 Tage hier, also ein richtiges Bild kannst du dir eigentlich nicht machen. Du kannst es dir anschauen. Was ist dein erster Eindruck? Es ist ein erster Eindruck, den ich habe und der ist sehr positiv. Viel positiver, als ich gedacht habe. Ich habe ja viele Leute befragt, sag mal, was ist denn hier das Negative? Und da hat mir keiner was erzählen können hier. Ich habe gesagt, du bist jetzt so lange hier und da musst du doch irgendwie auch negative Punkte haben. Nö, ich fühle mich hier wohl. Heute Morgen ein paar junge Leute da, ne, denke mir, die Jungen, die haben bestimmt was. Denen geht das doch hier auf den Sender, die wollen doch Remi Demi haben oder was. Ne? Nein, nö, wir fühlen uns so gut, ist alles schön. Ne? Und sag, hey, komm her, das erzählt er mir doch nur, weil ich fremd bin oder so. Ne? Haben sie dich alleine laufen lassen oder bist du mit 5 Wachen hier durchgegangen? Ich war alleine, klar. Man hat mich hier noch nicht so gefährlich eingestuft, wie ich wirklich bin. Das ist ja beruhigend, ne? Ja, nein, also ich bin hier frei, kann mit jedem reden, habe keinen Aufpasser bei mir, der guckt. Und gut, wenn da einer ist, also man hat einen Betreuer hier auch, klar, der einem hilft, der einem dann die Fragen beantwortet, die man hat und die auch weiterträgt, die er selber nicht beantworten kann. Das ist sehr hilfreich, muss ich sagen. Also Aber du würdest auch wahrscheinlich jedem empfehlen, selbst zu gucken, was hier los ist, oder? das aber 100%ig. Ne? Ja, weil es wird auch so viel geschrieben, so viel über Paris Verde teilweise hergezogen und keiner hat richtig authentisches Wissen. Das war Also ich habe das auch, man hat mir ja viel erzählt, auch wo ich gesagt habe, Mensch, das und das, El Paradiso Verde, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, ist vielleicht ganz interessant, aber was ich da gehört habe, ne, der Erwin ist mit der Russenmafia in Verbindung und der ist Scientologe, das ist eine Sekte. Ne, und also ich habe viel Quark gehört, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein. Was ich gehört habe, da war es beim Robert Stein, war was ganz anderes. Ne? Der hat natürlich auch einen Ansatz, auch spirituelle Grundsätze, aber der ist nicht religiös oder irgendwie fanatisch oder in irgendwas verrannt oder sowas. Überhaupt nicht, null, nein. Gar Wie war nicht. jetzt dein Eindruck? Du hattest ja gerade ein Gespräch Ja, mit ja, den beiden. deswegen kann ich das jetzt auch so sagen. Ich habe 2 Gespräche jetzt insgesamt schon mal mit ihm gehabt und so nebenbei auch mal mit ihm geredet. Ist ein Mann wie du und ich, also natürlich, er hat sein Niveau, ganz klar, ne? Er hat seine Ausbildung und alles. Er hat auch das Vermögen gehabt, das hier ins Rollen zu bringen. Und da gehört enorm was an Energie dazu, das zu machen. Das ist der Hammer, Ich ne? habe die Leute gefragt, da so schlecht geredet haben oder so Vorurteile hatten, die habe ich dann gefragt, wenn du 300 Millionen Dollar hättest, was würdest du damit tun? Ich kaufe mir eine Yacht, tolles Auto, super Haus und dann Weltreise. Das haben fast die meisten gesagt. Das hat aber keiner irgendwie gesagt, er kauft ein Grundstück und macht eine Siedlung. Für Leute, die sich sicher fühlen wollen, die noch frei denken dürfen, die auch jede Religion der Welt haben dürfen und sich da einbringen in dieses Projekt. Ne? Das ist toll. Das hat nicht einer gesagt. Und als ich das gesagt habe, diesen Leuten, da sind sie alle ein bisschen ruhig gewesen. Du hast in den Spiegel vorgesetzt, ne? Ja. Ne, was soll's, ne? Das muss man doch mal ernsthaft sich hinterfragen. Ne? Der hat doch nicht die Motivation, die Leute hier einzusperren. Was hätte der davon? Ne? Er hat sein Haus hier, die Familie von ihm. Ja. Ne, also ich sehe da kein Motiv in keiner Weise. Und die Person kommt authentisch rüber und beantwortet mir jede Frage, die ich ihm stelle, ob kritisch oder unkritisch. Auch kritische Fragen geht da sehr gut drauf ein, muss ich schon sagen. Und meine Erfahrung über dieses Land und die ich auch aus meiner Familie schon vermittelt bekommen habe, das Wissen ist eigentlich nur bestätigt. Also er hat dann natürlich diese Erfahrung jetzt hier auch schon machen dürfen, ne? Und ähnliche Sichtweisen, wie ich da auch habe auf das Land, also auch was hier vermittelt wird, was die Leute erzählen, auch wenn sie noch nicht so lange da sind, aber das ist schon zutreffend. Sie wissen nicht so viel wie ich, weil da steckt noch ein bisschen mehr Hintergrund dahinter, aber ist durchaus authentisch alles. Also Das würde mich freuen, wenn ich auch mal deinen Hintergrundwissen hätte oder deine Erfahrung, auch in Bezug auf die Deutschen kommen her und erobern das Land und machen hier ein neues Deutschland. Und für mich ist es immer so, dass ich muss mit den ich will mit den Paraguayern zusammen irgendwas machen. Ich erkenne aber trotzdem die Unterschiede. Wir haben eine industrielle Revolution hinter uns. Wir machen eine 3 Jahre Lehre. Das ist
anderen Standard hier. Von daher sind die Menschen ja schon Ganz anders. Ganz Geprägt. anders. Die Prägung ist eine völlig andere. ja. Ne? Aber trotzdem sind sie herzallerliebst. Ja, die Menschen hier, sie haben wirklich, also ich muss sagen, ist einer auch der Hauptgründe, warum ich mich in dieses Land verliebt habe. Das ist das paraguayische Volk, ihre Hilfsbereitschaft, ihre Freundlichkeit und ihre Sensibilität, die natürlich auch auf der anderen Seite, das muss man wissen als Deutscher, wenn wir uns unterhalten, so wie wir uns unterhalten, denken die vielleicht schon, wir streiten uns. Nur wenn wir mal über irgendeine Sache ein bisschen heftiger diskutieren, dann denken die, wir haben uns in den Haaren. Einfach weil unsere Sprache für sie hart klingt und auch unsere Haltung und unsere Art und Weise für sie aggressiv wirkt. Und wenn man mit ihnen so umgeht wie mit einem Deutschen, dann kann das durchaus dazu führen, dass die plötzlich sich denken, oh, das gebe ich dir aber wieder. Auch wenn sie Fehler gemacht haben. Wenn in Deutschland jemand sagt, du hast einen Fehler gemacht, entweder streiten auch viele ab, aber du weißt ihm den Fehler nach, dann sagt er irgendwann, okay, ich bringe das in Ordnung. Und dieses Bewusstsein, Fehlerbewusstsein haben sie so nicht. Die machen keine Fehler. Man muss sie so nehmen, wie sie sind. Du kannst ihnen nur sagen, Mensch, das finde ich aber toll, was du gemacht hast. Aber hast du schon mal gedacht, guck mal so und so, ob das auch gehen würde? Und dann, oh ja, doch. Und so kriegst du sie und kannst sie motivieren auch. Also es geht. Ne? Ich habe es ja auch gemacht mit meinem Bau da immer wieder. Die Zeiten, wo ich hier gewesen bin, habe ich mit den Leuten immer so verfahren und es hat auch immer funktioniert. Wir müssen auch an uns arbeiten. Wir müssen an uns arbeiten. Wir kommen in dieses Land, nicht die in unser Land. Ich meine, das ist auch, wenn du hier bist, natürlich ein deutsches Ghetto im Moment, wo wir glauben könnten, Paraguay wäre wie Deutschland. Aber es ist Paraguay, wo wir sind. Und so wie wir vor die Tür gehen, sind wir in Paraguay und müssen respektieren, was hier an paraguayischen Geflogenheiten da ist. Ich will gar nicht von Gesetzen reden, weil die beachten die Paraguayer ja nun auch nicht. Das ist auch schon ein Riesenunterschied. Für einen Deutschen ist ein Gesetz eine Ausführungsverordnung, die man nur noch umsetzen muss irgendwo. Aber für einen Paraguayer ist das höchstens eine Richtlinie. Also normal gehen die nach ihrem Herzen und wenn das sagt, ist in Ordnung, dann machen sie was und wenn das andere Umstände sind, dann machen sie es nicht. Befolgen auch die Gesetze nicht und die sind auch nicht durchsetzbar. Top, oder? Ja, klar. Ja. Super, ne? Ja. Beste Beispiel ist die Geschichte mit dem Cartes, wo der die Amtszeit verlängern wollte. Da haben sie mal eben das Parlament in Brand gesteckt. Ruckzuck, weil sie gesagt, nichts da. Das Volk. Ja, die Das sind ist noch dann da. rebellisch, ne? Die Die sind- wehren sich noch. Die sind lebendig. Die haben ja auch und dieses rebellisch. Gender-Gesetz, da wollten die auch nicht mit. Also jeder Paraguayer, der sagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Und das kommt an meine Kinder nicht ran. Wir sind Mann und Frau, Mutter und Vater und Familie. Und das hat hier eine hohe Bedeutung in Paraguay, die Familie. Die Familie ist hier das Sozialsystem, die Familie ist die Sicherheit und die Familie steht hier an erster Stelle. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Paraguay und allen anderen südamerikanischen Ländern, außer vielleicht noch Peru teilweise. Und zwar hat hier die indianische Kultur überlebt. Die Spanier haben dieses Land nie zu Ende kolonialisieren können. Zur Zeit der Französischen Revolution hat Paraguay damals für die spanische Krone gekämpft. Und die Spanier sind irgendwann geflüchtet, weil sie glaubten, der Krieg wäre verloren. Sie sind aus dem Land raus. Und dann haben aber die Indianer weitergekämpft unter der Führung von einem, ja, man muss sagen, er war Mischling zwischen einem Franzosen und einer Paraguayerin und der hat den Krieg gewonnen. Das ist ja interessant. Ja. Und dann hat das Land zugemacht und er hat das Land dann allein regiert, nur mit 3 Führungsebenen und hat einen Erfolg hier gehabt. Paraguay hatte einen Staatsschatz. Paraguay hat die erste Eisenbahn Südamerikas gegründet und hier war ein Schlaraffenland sozusagen für die Paraguayer. Das war eine wunderbare Entwicklung über 30 Jahre. Ne? Sie haben ihn zum Schluss auf Lebenszeit gewählt. Also der war gewählter Präsident, aber er wurde immer wieder gewählt. Der hat ganz bescheiden gelebt, dieser Mensch. Das kann man heute in Asunción auch nicht angucken, die Hütte, in der er gewohnt hat. Nicht viel mehr als dieser Trakt da hinten, so kannst du sagen, war das. Nur noch ein bisschen vom Baustil halt anders. Aber dieser Mann hat dieses Land also wirklich weit nach vorne gebracht, aber geschlossen nach außen. Die Grenzen waren zu. Das war nur Paraguay. Mit ein bisschen Handel eben um das mit der Eisenbahn, aber das ganze Know-how hier rein, die Materialien hier rein und dann alles hier gemacht in dem Land. Hört sich für mich ein bisschen nach Friedrich II. An, in Preußen damals. Ne? Ja.
Ja, also was man mit den Paraguayern macht, auch mit den Indianern machen kann, das haben ja die Jesuiten schon bewiesen. Ne? Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was von weißt, aber wenn man sich die Reduktionen anguckt und dann guckt, was da mal war, was die Spanier dann zerstört haben, weil sie einfach Angst davor hatten, dass sie das nicht ausbeuten können. Weil die Jesuiten haben ja die Ausbeutung nicht zugelassen der Indianer. Und deswegen haben sie die Kolonien dann abgebrannt und die Jesuiten außer Landes gebracht. Aber die Werke der Guarani-Indianer, die Kunsthandwerke, die man heute noch sehen kann, die Reste, die da sind, das ist beeindruckend, wozu die in der Lage sind. Und diese Fähigkeit ist in dem Volk drin. Als der Krieg zu Ende war und die Spanier zurückkamen in das Land und wieder die Macht übernehmen wollten, da hat dann der damalige, das war ja erstmal der General, der das zum Erfolg geführt hat, der gleiche, über den ich eben geredet habe, der hat dann gesagt, gut, die meisten von euch sind hier geboren, ihr habt ein Recht hier zu leben, aber eure Kinder dürfen untereinander nicht heiraten. Das heißt, alle, die zurückgekommen sind, mussten sich mischen. Und alle Spanischen, also damit haben alle Paraguayer, die als hier noch wohnen, indianisches Blut in sich auch. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von Paraguay. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür ist, aber ich kann eins feststellen, die Mentalität hier ist eine ganz andere. Wie gesagt, diese Hilfsbereitschaft, das ist einmalig auch in Südamerika. Das findet man weder in Chile noch in Peru noch in Brasilien noch vielleicht auch. Brasilien hat vieles, was da in die Richtung geht. Aber lass uns das jetzt mal beenden. Wir haben schon sehr viel gemacht, sehr viel gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn du herkommen würdest, dass du uns mal richtig aufklären kannst. Dass du hier so eine Art Geschichtsprofessor kann er machen, ne? Oder die Leute zur Reduktion begleiten oder wie auch immer. Ja, ich kann auch touristische Reisen organisieren. Ja. Ich kenne das Land gut, ich spreche die Sprachen, auch den Guarani und sowas. Ich kenne die Volksseele. Also wenn du kommst, willst du dann was machen oder willst du hier irgendwie... Nee, ich würde gerne, also wenn ich tatsächlich hierher komme, dann würde ich auch gerne was tun, um mir die Zeit zu vertreiben. Ja, eben. Ne? Ja, wir brauchen eine Aufgabe, ne? Ja, jeder Mensch braucht eine Aufgabe. Ein bisschen Nebeneinkommen ist auch mal ganz schön. Ne? Ja. Also ich weiß, das immer gut zu investieren, sodass alle was davon haben. Super, sowas brauchen wir. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview bei dir. Das habe ich gerne gegeben. Dankeschön. Vielen Dank. Ich muss sagen, wirklich gerne und von Herzen, weil das, was ich hier erleben durfte, auch mein Herz berührt hat. Ich sehe wirklich diese große Kraft, die dahinter gestanden hat, das in die Wege zu bringen. Das ist ein schönes Abschlusswort. Dankeschön.